Es gibt für mich im Leben nichts Schöneres, als Fußball zu spielen. Diese Verbundenheit, dieses Heimatgefühl, einfach zu Hause zu sein. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu Hause. Das letzte Wort immer die Tochter. Ja. Die entscheidet am Ende immer alles. Ja, hallo zusammen, willkommen quasi aus dem Herzen von Dortmund hier in Phoenix West. Und warum haben wir uns hier so eine wunderbare Location ausgesucht? Naja, es gibt was Wichtiges zu kommunizieren, zu vermelden, und das hat mit dem Kapitän zu tun, mit Marco Reus. Grüß dich. Hallo Marco. Und dieser bestimmte Grund, Marco, im Übrigen, hat jetzt nicht damit viel zu tun, dass wir so viel und große Sehnsucht hatten, uns wiederzusehen. Spielt auch eine Rolle, auch ich weiß. Ein bisschen, ja. Ein bisschen schon irgendwie. Ja. Sondern du hast deinen Vertrag verlängert. Um 1 Jahr. Wie war das denn so, dieses Gefühl, ich unterschreibe nochmal bei Borussia Dortmund, um 1 Jahr. Es geht in die 12. Saison, kommst von hier. Trotzdem immer noch Nervosität gespürt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das ja seit dem ersten Tag hier oder seit meiner Kindheit immer gesagt, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes für mich bedeutet und immer bedeutet hat. Und ja, ich war bis jetzt sehr, sehr stolz, so lange Teil des Teams zu sein, Teil des Vereins zu sein, mit anzuschieben, mit anzustreben nach Erfolgen. Und dementsprechend bin ich sehr, 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 sehr glücklich, dass ich noch um ein weiteres Jahr verlängern durfte. Und ja, von daher gibt's momentan keine schönere Komponente. Und jetzt wirst du in Bälde 34. Wie viel Anspannung hat das trotzdem noch mal so in dir ausgelöst? Das ist ja nicht dein erster Vertrag, den du unterschrieben hast. Vor ganz langer Zeit gab es mal irgendwann den ersten Profivertrag. Aber wie viel Anspannung war noch so in dir vorhanden? Ich meine, wann ist das so gereift alles? Wann hast du gesagt, so, das traue ich mir noch mal zu und ich habe noch mal richtig Lust, noch mal um 1 Jahr zu verlängern? Eigentlich die ganze Zeit. Also es war immer mein Wunsch, wenn ich hier bei Borussia Dortmund spielen darf, dass ich hier auch meine Karriere beenden darf. Und diesen Wunsch habe ich des Öfteren mitgeteilt. Und da hat sich auch in den schwierigen Situationen, die wir auch in diesem Verein hatten, nichts geändert. Und dementsprechend war es einfach immer mein Wunsch, weil ja, wenn du hier aufgewachsen bist, hier die ersten Steps gemacht hast, in dem Stadion schon ganz früher warst, dann gibt dir das einfach ein besonderes Gefühl. Und ja, von daher war es für mich immer einfach ein Traum, dann wirklich hier meine Karriere beenden zu dürfen. Und ja, es war in den letzten Wochen ja, trotzdem immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Immer ein sehr offene Gespräche haben wir geführt und sehr ehrliche Gespräche. Und das hat sich bis zum Schluss bewahrheitet. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr stolz und froh drauf. War das eigentlich für dich auch eine ungewöhnliche Situation? Weil ich glaube, es ist das erste Mal ja so, dass der Vertrag ausläuft oder ausgelaufen wäre. Jetzt ist er ja verlängert worden. Die Situation gab es ja vorher gar nicht, sondern du hast ja, wenn, vorzeitig dann verlängert. Ja. War das für dich auch nicht nur eine neue, sondern auch, sagen wir mal, zwischendurch eine komische Situation? Ja, absolut. Also ich glaube, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich kannte oder man kennt das Gefühl natürlich nicht, dass man seinen Vertrag nicht vorher verlängert, sondern einfach, dass man da abwartet. Aber wie gesagt, wir hatten da gute Gespräche, ehrliche Gespräche und waren da immer sehr, sehr gut im Austausch. Natürlich ist da ein bisschen Nervenkitzel immer dabei, ne? Weil man nie weiß genau... So, jetzt kommt mal der Nervenkitzel raus endlich. Ja, weil man natürlich nie weiß, so okay, in welche Richtung geht es wirklich. Und das ist aber immer dieses typische Spiel einfach in dem Business und das ist völlig normal. Aber wenn man es natürlich nicht kennt, dann ist es natürlich ungewohnt und man möchte natürlich schon Stabilität auch in seinem Leben haben und wissen, okay, wie geht's weiter. Aber ich bin jetzt auch schon lange in dem Business dabei, von daher konnte ich das ganz gut abschätzen und ja, ich hab nie daran gezweifelt, dass
dass es mein letztes Jahr wird, sondern habe immer gehofft, dass noch 1, 2 Jahre dazukommen und jetzt ist ein Jahr dazugekommen und ich bin sehr, sehr froh darüber. Weil du es gerade selber gesagt hast, aufgrund dieser ungewohnten Situation, auch für dich und so Nervenkitzel, klar machst du dir selbst natürlich darüber Gedanken, wie es weitergeht, ob du selbst noch mal verlängerst, dann hörst du natürlich an, will der Verein eigentlich noch mit mir verlängern, weil du ja auch Kapitän bist. Wen sprichst du denn eigentlich noch an? Mit wem bespricht man das alles? Mit deiner Frau, Berater, Familie? Hat das Töchterchen schon ein gewichtiges Wort mitgesprochen? Ja, bei der ist jeden Morgen zum Kindergarten und her BVB im Auto. Von daher prägt das natürlich auch ein und sie ist natürlich dann oft im Stadion auch dabei, unterstützt einen. Und man möchte irgendwie auch nicht, dass es vorbei ist, sondern ihr noch ein bisschen weiter was vermitteln. Und natürlich spricht man mit meiner Frau, natürlich mit meiner Familie. Das ist völlig normal. Ja, alle waren sehr, sehr froh darüber, dass es jetzt durch ist und dass man sich jetzt auf die neuen Aufgaben konzentrieren kann. Also das letzte Wort hatte die Tochter? Das letzte Wort immer die Tochter, ja. Die entscheidet am Ende immer alles. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast es ja auch eben schon mal gesagt, du hast immer zum Ausdruck gebracht, seit einigen Jahren ja schon, dass du deine Karriere hier sehr, sehr gerne beenden wollen würdest. Jetzt spielst du aber noch mal ein Jahr. Du hast die Beweggründe auch genannt. Was mir so spontan anfällt, ist im Hinterkopf auch so ein bisschen auch so Richtung Heimeuropameisterschaft noch was entstanden in deinem Kopf, um zu sagen, das ist mein Verein, es zählt für mich nur der BVB, weil ich mich hier weiter empfehlen möchte, weil ich helfen möchte und weil ich vielleicht auch noch ein Ziel habe mit Heimeuropameisterschaft. Das ist ja durchaus vielleicht noch im Bereich des Möglichen. Ist auch ein tolles Ziel letztendlich. Absolut, ja. Also eine Heim-EM ist immer wunderschön. Ich erinnere mich gerne nochmal an 2006. Das war unfassbar, was hier los war mit den ganzen hier in Dortmund, Menschen hier in Dortmund. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber grundsätzlich habe ich gute Gespräche mit Hansi bis jetzt immer gehabt und sind sehr, sehr offen und haben einfach ganz offen kommuniziert, dass wir einfach schauen werden, wie ich mich fühle, was er alles vorhat und wir dann einfach ja, im neuen Jahr dann nochmal darüber sprechen, natürlich wie die Leistung dann ist, das ist natürlich das A und O und dann werden wir einfach das ganz ehrlich kommunizieren und da gibt es jetzt keinen Druck, aber grundsätzlich, also wenn ich mich gut fühle und ich werde gebraucht, dann gibt es Schlimmeres, als für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen, von daher ja, ist es auf jeden Fall weiterhin ein Ziel, was noch ein bisschen weit weg ist. Dementsprechend heißt es erstmal gesund bleiben, weiter arbeiten und sich trotzdem weiter zu empfehlen. Aber es wäre ein schönes Komplettpaket, deswegen. Absolut, ja. Ne? Ja. Wäre ja nicht so verkehrt. Ja. Jetzt muss ich dich natürlich, jetzt kennst du mich auch ein bisschen und ein bisschen länger und du weißt, manchmal stelle ich auch kritische Fragen tatsächlich. Gehört wir dazu, wollen nicht ne? nur Gehört Lobhudelei. dazu. Ja. Wir sind natürlich alle sehr happy, dass du verlängert hast hier beim BVB. Aber du weißt ja auch, es gab natürlich immer in den vergangenen Wochen, Monaten, auch zwischendurch, auch hier und da mal auch Kritik. Ne? Sicherlich das aktuellste Beispiel war natürlich der Auftritt beim VfB Stuttgart. Da wurdest du ja auch mit reingenommen. Jetzt bist du auch ab und zu mal auch von der Bank gekommen und unter Edin Terzic. Was macht eigentlich so Kritik mit dir? Klar, in manchen Dingen ist Kritik in der heutigen Zeit durch Social Media auch mal völlig überspitzt und überdreht. Aber wie nimmst du das auf und wie verarbeitest du auch negative Kritik? Wie kanalisierst du das? Hast du da irgendwie so einen Weg für dich gefunden? Kannst du das mal erläutern? Ja, musst du ja zwangsläufig. Also wenn ich es vergleiche, wo ich angefangen habe in meiner Karriere, war es natürlich deutlich weniger. Allein was Social Media betrifft, ich glaube, da gab es zu Anfangszeiten, kam vielleicht gerade Instagram raus, Twitter so ein bisschen. Zum gleichen Zeitpunkt. StudiVZ war StudiVZ, genau. Da war es natürlich nicht so viel und nicht so heftig und die Leute konnten ihre Kritik noch nicht freien Lauf lassen. Heutzutage ist es schon sehr, sehr heftig und das ist wahrscheinlich auch für die junge Generation etwas schwieriger, glaube ich, damit umzugehen, weil sie vielleicht doch den einen oder anderen Artikel mehr lesen oder Kommentare. Ich habe jetzt schon ganz oft mitbekommen, dass Leute ihre Kommentare einfach beiseite schieben, sodass du nicht kommentieren kannst. Das ist auch eine Art und Weise, eine Möglichkeit,
Die zweite ist natürlich erst gar nicht zu lesen, was heutzutage natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil dich entweder jeder darauf anspricht oder du automatisch irgendwie drauf geleitet wirst. Ja, was man sich einfach generell einfach mehr wünscht, ist einfach, also ich finde, Kritik gehört auf jeden Fall dazu und ist auch auf jeden Fall berechtigt. Und, aber es sollte halt trotzdem respektvoll einfach, glaube ich, stattfinden. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen es einfach, glaube ich, meines Erachtens nach ein bisschen zu heftig geworden ist. Nicht nur was meine Person betrifft, sondern halt generell, dass man sich da einfach einen besseren Austausch einfach wünscht, glaube ich. Wie gesagt, Kritik gehört, glaube ich, dazu. Das ist alles kein Problem. Aber wir sind halt immer noch Menschen und jeder möchte respektvoll behandelt werden. Und ich sage ja auch nicht zu dir, wenn du vielleicht mal einen schlechten Tag hattest, an der Kommentatorenkabine, was hast du für eine Scheiße da geredet, sondern wir sprechen einfach ganz normal darüber. Man will den anderen helfen. Ja, das wünscht man sich einfach ein bisschen mehr, dass ein bisschen nicht nur alles schwarz und weiß gesehen wird, sondern es gibt auch noch ein Mittelding, was sehr, sehr wichtig ist für uns, weil man möchte ja ein vernünftiges Miteinander auch haben. Aber was macht das so mit dir vielleicht? Also du hast es eben gerade das Beispiel angesprochen. Ich weiß auch, also manchmal mache ich mir da schon Gedanken darüber, war das wirklich so schlecht? Also man weiß ja eigentlich, was man kann und man weiß auch, was man nicht kann. Trotzdem, wenn du mal so heftige Kritik bekommst, egal von welchen Kanälen und aus welchen Kanälen, also ich ertappe mich da wirklich bei, dass ich mir ab und zu mal wirklich Gedanken mache, mich zurückziehe und das mal ganz kurz verarbeite und irgendwann sage ich natürlich auch, ja komm, ne, das ist unterhalb der Gürtellinie gewesen, da braucht man gar nicht drauf reagieren. Löst das in dir irgendwas aus oder wie versuchst du das, sagen wir mal, abzukapseln? Nicht mehr, muss ich sagen. Also früher, das ist automatisch irgendwann, die Karriere geht nicht nur so, sondern du hast halt auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft und da bekommt man das einfach mit. Ich habe einfach meinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich weiß, dass gewisse Dinge einfach dazugehören zum Business. Ich glaube, da ist jeder wirklich selber für sich selber verantwortlich, damit umzugehen, damit fertig zu werden. Ja, es kann einen natürlich, glaube ich, schon auch belasten, wenn dann viel negativ über einen geschrieben wird, auch für die Familie, glaube ich. Weil das darf man auch nicht vergessen, wenn man eine Familie hat, dann spricht man sie auch indirekt mit an. Und das belastet dann natürlich auch, egal ob das jetzt Frau, Mutter oder Vater ist. Da ist die Beziehung natürlich dann auch ein bisschen enger. Aber ich glaube, prinzipiell muss man schon einen Weg selber damit finden, zurechtzukommen. Das habe ich gemacht. Ich bin da sehr offen für Kritik und höre mir das auch gerne an. Aber bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es auch da rein und da wieder raus. Ja. Kommen wir mal zur Aktualität, zu deiner Rolle als Kapitän, einer der Führungsspieler von Borussia Dortmund. Wie siehst du eigentlich aktuell deine Rolle und wie denkst du, wird deine Rolle auch im nächsten Jahr aussehen, so zukünftig aussehen? Was hast du vielleicht auch in deinem Kopf für Dinge auch mal durchgespielt, was eventuell deine Rolle sein könnte, wenn du jetzt nicht permanent Stammspieler sein wirst? Auch vielleicht die Jungen mit ranzuführen, zu integrieren, zu helfen. Also wie siehst du es aktuell und zukünftig? Ja, aktuell, genauso wie du es beschrieben hast. Ne? Also es war immer mein Ziel, natürlich je älter du wirst, desto mehr ist es wichtig, auch die junge Generation, die sich einfach auch verändert hat, die es nicht mehr so ist, wie es früher war, sowohl positiv als auch negativ, einfach heranzuführen, natürlich ein bisschen mehr in die Verantwortung zu nehmen, Tipps zu geben, einfach füreinander da zu sein. Ich meine, nehmen wir Jude, unfassbare steile Karriere bis jetzt hingelegt. Da wird es auch irgendwann mal Phasen geben, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und einfach die Jungs darauf vorzubereiten, dass es auch mal Situationen gibt, wo sie Phasen haben, wo sie nicht so gut spielen und wo es dann halt mehr Kritik gibt. Und darauf gilt es einfach, die jungen Spieler einfach darauf vorzubereiten, denen einfach zu vermitteln, was wichtig ist. Ich meine, du hast im Jahr 50 Spieler, 60 Spieler, wenn du weit kommst im europäischen Wettbewerb und Regeneration, dass das Umfeld einfach gut aufgestellt ist. Und
ja, das wird jetzt auch weiterhin mein Ziel sein. Also ich meine, ich werde im Sommer 34, aber für mich ist nicht wichtig, wie alt du bist, sondern ob du noch die Qualität hast und ob du das Zeug hast und ob du auch den Willen hast, weiter Gas zu geben. Und da fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich hatte viele Verletzungen, die mich zurückgeworfen haben und habe aber eher das Gefühl, dass diese Zeit, die ich verloren habe, wiederkommt, weil ich jetzt längerem einfach wieder gesund bin und dementsprechend freue ich mich einfach weiterhin gesund auf dem Platz zu stehen und ja, hoffentlich am Ende der Saison etwas feiern zu haben. Irgendwann Trainer, Marco Reus, oder? Boah, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Also ich arbeite gerne mit Kindern, muss ich sagen, einfach die nach vorne zu bringen, da könnte ich mir auf jeden Fall was vorstellen. Aber das wird man alles in den nächsten Monaten oder 1-2 Jahren sehen. Ich werde das beobachten. Wir werden das beobachten. Sehr gerne, ja. Vielleicht sitze ich auch irgendwann neben dir. Obwohl, nee, darauf habe ich auch keine Lust. Warum denn nicht? Nee. Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich es einfach eigentlich nicht machen möchte, weil... Darüber reden wir noch im Nachgang und dann werde ich dich versuchen zu überzeugen. Ja. Ich hab gesagt, aufgrund der Vertragsverlängerung gehst du in deine 12. Saison. Beständigkeit ist so ein Stichwort. In der heutigen Zeit, generell so im Sport, allen voran natürlich im Fußball, sucht man das hier und da vergebens. Ne? Also wer spielt schon 12 Jahre dann als Profi bei einem und demselben Verein? Christian Streich fällt mir ein als Trainer. Christian Günther ist sicherlich auch so ein Fallbeispiel, die einfach eine Beständigkeit haben. Und das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, letztendlich, auch wenn es mal nicht so läuft. Auch von Seiten des Vereins. Aber kannst du es erklären, warum vielleicht diese Beständigkeit einfach gar nicht mehr so in dem Maße vorhanden ist? Ist das schwierig? Boah, schwierig. Ich glaube, dass ich immer gesagt habe, dass jeder für seine eigene Karriere verantwortlich ist und am Ende entscheidest du, was du machen möchtest, weil du hast nur diese eine Karriere. Und die ist halt schnell vorbei. Ne? Ich meine, wir haben gerade über das Alter gesprochen und ich habe immer noch Bilder vor Augen, wo ich Anfang 19, Anfang 20 war und gedacht habe, wow, du hast noch so viel Zeit. Aber die Zeit, die fliegt einfach. Und ich glaube, das ist wichtig, auch den jungen Spielern zu vermitteln, dass die Zeit halt nicht grenzenlos ist, sondern dass die Zeit halt irgendwann vorbei ist und dass sie halt die Möglichkeit haben, jetzt Dinge voranzutreiben, Dinge zu verändern. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich meine, wir hatten es auch bei vielen Spielern hier, wo wir ein richtig geiles Team hätten aufbauen können, wenn sie geblieben wären. Aber sie haben sich halt anders entschieden, weil sie einfach einen anderen Karriereplan verfolgt haben. Und das gilt es natürlich zu respektieren. Und grundsätzlich ein Spieler wie ich, der dann auch gerne natürlich immer oben gerne mitspielt, Meister werden möchte, Pokalsieger werden möchte, tut das natürlich dann weh, wenn immer die besten Spieler, sage ich mal, den Verein verlassen. Und das ist natürlich nicht immer schön, aber ich glaube, wir haben es immer in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir viele neue, hungrige Spieler zubekommen haben, die sich hier gut weiterentwickelt haben und die es dann halt leider nicht gesehen haben, dass sie hier den nächsten Step machen können, sondern dann halt eher woanders. Und ja, das ist halt einfach der Wink des Lebens, das ist dann halt einfach so. Und es war aber trotzdem nie so, dass ich dann gedacht habe, okay, nur weil die es jetzt machen, muss ich jetzt auch machen, sondern war immer offen dafür, einfach wieder was Neues aufzubauen, da vorne zu stehen und trotzdem weiter Gas zu geben und den Leuten einfach zu vermitteln, okay, ich bleibe trotzdem hier und wir können trotzdem was aufbauen. Das hat mir einfach ein gutes Gefühl trotzdem gegeben. Und Beständigkeit kann sich natürlich auch mal auszahlen. Genau, ja. Ne? Auch klar. Jetzt hast du ja auch am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Frankfurt wieder diese unglaubliche Energie von den Fans ja auch gespürt, was da los war. Ich habe selbst auf dem Sofa zu Hause geguckt, hatte den Ton jetzt nicht bei 34 Volumen, sondern ganz normal und die Atmosphäre, die da schon rüberkam, war gewaltig. Ich möchte nicht wissen, was im Stadion los gewesen ist. Die Fans so generell, hatten die auch schon so ein Element von deiner Entscheidung ganz klar eingenommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann immer nur wieder bestätigen, was sie jeden Spieltag zu Hause bei uns machen. Das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich jetzt, gegen Frankfurt saßen wir im Bus und wir haben dann ein bisschen Bayern auch geguckt. Neben mir saß Karim und ich sag zu ihm, du kannst dir gleich nicht vorstellen, was gleich im Stadion abgehen wird, weil die
Leute einfach dieses Gefühl oder dieses Gespür auch dafür haben, okay, heute ist es unfassbar wichtig, dass wir hinter der Mannschaft stehen, und zwar so richtig. Und ich meine, beim Warmmachen war es, da saß ich, glaube, stand einfach 5 Minuten einfach nur vor der Süd und habe dann nach oben geguckt, weil sie ja, einfach ein Feuerwerk abgegeben haben. Und ja, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und das ist nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts so. Dementsprechend ja, einfach weiterhin 20.000, 25.000, hoffentlich nach Bochum, nach Augsburg, um ein Heimspiel einfach draus zu machen. Was hat Karim eigentlich gesagt? Im Nachgang noch irgendwas oder so? Ja, so von wegen, okay, wir haben dann kurz irgendwie nochmal Blickkontakt gehabt beim Warmmachen und so. Und ja, ich meine, für die Jungs, die jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr dabei waren oder sind, kennen sie das natürlich, das Gefühl noch nicht so richtig in besonderen Spielen. Und ich glaube, das war jetzt am Wochenende so eins. Gegen Bayern zum Beispiel auch, wo wir das 2-2 erzielt haben. Das sind so Momente, wo du einfach merkst, das Stadion, das ist einfach anders in dem Moment. Und du entwickelst so viel Power und uns war von vornherein klar, okay, das Spiel, das können wir heute gar nicht verlieren, weil die Fans, die tragen uns einfach und ja, wir hoffen, dass es in den nächsten Spielen genauso wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden schon einige sagen, naja, die Meisterschaft, wenn sie denn passieren sollte, das wissen wir in ein paar Wochen, wäre möglicherweise der vielleicht sogar interessantere Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, ich höre vielleicht sogar auf, die Karriere zu beenden. Jetzt wird es öffentlich gemacht und kommuniziert, 5 Spieltage vor Schluss. Ich habe mich dann so gefragt, warum dieser Zeitpunkt tatsächlich? So als Tabellenführer, okay, kann ich es auch verstehen, aber gab's da, hat sich's einfach mal so hingezogen oder warum dieser Zeitpunkt jetzt kurz vor dem Ende zu sagen, egal, und wenn wir Meister werden, Spieke ist recht noch mal ein Jahr? So sieht's aus. Also es gibt für mich im Leben nichts Schöneres als Fußball zu spielen und das jeden Tag einfach aufs Neue. Unabhängig davon, ob wir das Ziel am Ende der Saison erreichen, geht es einfach für mich darum, weiter Spaß zu haben, tagtäglich zum Training zu kommen, die Jungs zu sehen, den Club weiter voranzutreiben, weiterhin in diesem fantastischen Stadion zu spielen, ja, einfach dieses Gefühl weiterhin einfach zu haben und weiterhin einfach Gas zu geben und Erfolg zu haben. Das sind einfach die Punkte, die mir einfach wichtig sind und wichtig waren. Und natürlich haben sich einige Dinge einfach hinausgezögert, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber der Zeitpunkt würde ich gar nicht so hochpauschen, sondern würde einfach sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, es bekannt zu geben, es hat alles geklappt und jetzt einfach voller positiver Energie weiter in die nächsten Spiele rein. Darf ich noch mal was Persönliches fragen? Sehr gerne. Ich hoffe doch, auch in Zukunft. Klar. Du hast jüngst den Bundesliga-Rekord geknackt von Michael Zorc an Toren. Den hast du schon mal eingeholt. Jetzt gibt's ja noch einen, der vor dir steht, so in der ewigen Rangliste. Adi Preisler ist schon lange her. Da waren wir noch nicht mal geplant, hier auf dieser Welt zu erscheinen. Wenn ich richtig im Kopf habe, 177 Tore. Da bist du nicht ganz so weit entfernt. Könnte ja eventuell dann in der kommenden Saison dieser Rekord auch noch fallen und geknackt werden von dir. So für dich persönlich eigentlich, guckst du so auf solche Statistiken, auf Werte, Rekorde? Spielt das bei dir eigentlich eine Rolle? Hat's eigentlich nie. Nee? Noch bis nie? zum Punkt, wo so Bundesjugendspiele früher, ich muss jetzt heute mal 3,40 Meter springen und so, dann hole ich die Siegerurkunde oder so? Nee, ich war nie der Spieler, der gesagt hat, boah, ich muss jetzt unbedingt 15 Scorerpunkte oder 15 Tore, 15 Assists in einer Saison haben oder ich brauche noch so viele Tore bis keine Ahnung was. Aber tatsächlich haben wir dann auch beim BVB öfter mit dem Team, hinter dem Team auch gesprochen und da wird man natürlich dann schon darauf hingewiesen, okay, es sind nur noch, keine Ahnung, 20, 19, 18, 17 Tore bis zu Adi. Von daher ist das dann schon nochmal ein Punkt, wo du sagst, okay, ist nicht mehr so weit. Ja klar, gegen Ende der Karriere ist dann, natürlich schaust du mal drauf, ist ja ganz normal, aber jetzt so mittendrin oder in den letzten 2, 3 Jahren hat es mich noch nicht so interessiert, aber wenn du jetzt so nah dran bist, ich meine, wir reden von absoluten Legenden des Clubs, vom BVB und dort ganz oben zu stehen, es wäre sehr, sehr schön. Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, aber hoffentlich im nächsten Jahr.
Von daher war das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, die mich auch sehr, sehr stolz machen würde. Das treibt dich schon noch so ein bisschen an, ne? Ja, so, auf jeden ne? Fall. Ich meine, Adi Preisler, das ist Michael Zorc, das ist, also mehr drüber geht nicht. Ich glaube 177 hast du gesagt, ist eine Menge Holz. Ich hätte sie vielleicht, wenn ich weniger verletzt gewesen wäre, vielleicht ein bisschen vorher geschafft, aber es ist halt so. Und vielleicht gibt es auch nichts Schöneres, als im letzten Jahr beim Club dann noch die 177 Tore einzuholen. Und, ja. Wobei Susi Zorc ging auch schon relativ schnell im Vergleich zu Susi, der weit über 500 Spiele gemacht hat für seine Tore. Du hast dann was mehr als 300 Spiele dafür gebraucht. Das ist schon nicht so schlecht, die Quote, muss man sagen. Es ist okay. Also, es ist okay. So ist Marco Reus. Es ist okay. Ja, komm, das ist schon nicht so schlecht. Das ist schon richtig gut, tatsächlich. Nach all dieser langen Zeit schon und die jetzt noch länger geht, Marco, bei Borussia Dortmund, eine super plakative Frage. Was bedeutet Borussia Dortmund für dich? Wofür steht Borussia Dortmund für dich? Heimat, Verbundenheit, einfach das Leben, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass es ist immer schwierig zu beschreiben für Leute, die nicht so tief drin sind. Aber es bedeutet schon einen sehr, sehr viel, wenn du dein ganzes Leben hier verbracht hast und dann die Möglichkeit hattest, auch in diesem Verein spielen zu dürfen. Und bis zum Ende. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der für mich seit meiner letzten Vertragsverlängerung schon die ganze Zeit im Kopf auch war. Weil irgendwann muss man sich ja auch entscheiden, okay, möchte man noch etwas Neues ausprobieren oder soll es hier tatsächlich zu Ende gehen? Und da stand halt relativ früh bei mir auch schon fest, dass es hier auch zu Ende gehen soll. Man weiß natürlich nie genau, was danach kommt, aber prinzipiell Fußball, karrieretechnisch, das auf jeden Fall. Und einfach diese Verbundenheit, dieses Heimatgefühl, einfach zu Hause zu sein. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu Hause. Auch wenn es mal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Ich weiß trotzdem, dass es hier wunderschön ist und dass Leute mich mit offenen Armen empfangen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und das wollte ich nie missen. Deshalb gab es immer diese Entscheidung pro BVB. Mhm. Wir wollen nicht so weit in die Zukunft gucken, aber sehr gerne in die Vergangenheit. Okay. Ja, ich hab noch was so Richtung Ende unseres sehr interessanten Gesprächs. Ich finde, du hast dich auch wirklich sehr, sehr nahbar, sehr offen auch bisher gezeigt, wie du deine Entscheidung mit der Vertragsverlängerung auch begründest und was so in dir gereift ist. Trotzdem drehen wir jetzt mal so ein bisschen an der Uhr. So, ich habe 2 Fotos mitgebracht, Marco. Es schreckt dich nicht, ja, es ist lange her, aber die gebe ich dir jetzt mal. So. Oh shit. Ja, also nichts auf dem Handy, sondern das sind noch echte Fotos. Also für alle diejenigen, die nicht ganz so alt sind. Es gab tatsächlich mal Fotos, die entwickelt werden mussten, so mit so einer Rolle und so weiter. Also sehr spannend. Und da bist du so, wie alt bist du da? Boah. 10? Keine Ahnung. Jünger? 9, 10? 9, 10 oder so? Aber geile Trikots. Oder? Boah, die Hosen, Stutzen. Das war immer das Schönste früher, ne? Ich saß in der Kabine, Jugendkabine. Dann standen halt über diese Taschen und da waren halt diese neuen Klamotten da drin, ne? Und ich habe mich gefreut wie, keine Ahnung, das war unfassbar. Die haben eine gute Länge, muss man sagen, die Hosen. Ja, auch gut, die waren schönes Trikot in die Hose gesteckt noch. Ja, gut. Da war der Traum sicherlich Fußballprofi zu werden, ohne zu wissen, dass man Fußballprofi letztendlich wird. Und ich habe mich dann so gefragt, und wir haben uns gefragt, auch von unserer BVB-Redaktion, was würde wohl der 9- oder 10-jährige Marco Reus über die Vertragslängerung des mittlerweile 33-jährigen Marco Reus heute sagen oder denken? Nee, sagen. Also soll das ruhig lautstark sagen. Was würde der wohl denken? Ich glaube, er würde denken, du hast alles richtig gemacht. Es gibt keinen Grund, weshalb es hätte nicht passieren sollen, so lange beim Verein zu bleiben und so lange die Treue zu halten beiderseits. Und es hat sich einfach gelohnt, auch die ganzen Opfer, die man bringt,
durchzubeißen, dran zu bleiben, niemals aufzugeben und immer positiv zu sein. Und das ist unfassbar. Du musst schon lachen, das muss ich schon lachen. Also hier habe ich auch starke Frisur übrigens. Starke Frisur, ja. Da war ich ja immer technisch vorne im letzten, vor allem früher. Nee, ist unfassbar schön, sowas zu sehen. Und es wäre, glaube ich, mit nicht zu vergleichen, wenn man das am Ende der Saison mit einem Meistertitel noch krönen könnte. Das wäre sehr, sehr schön. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber ja. Ich glaube, das wäre auch so ein Wunsch, glaube ich, der geäußert werden würde vom 9-, 10-jährigen Marco Reus Richtung Marco Reus Senior. Absolut, ja. Ja. Glaube ich auch. Ja. 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 Guckst du dir ruhig noch weiter an. Ja. Eine Sache habe ich noch. Jetzt kommen wir mal wirklich noch mal zur Aktualität zurück. 5 Spieltage sind es tatsächlich noch zum ganz großen Ziel, ja, zu einem Ziel, das sich möglicherweise ja, an Weihnachten keiner so vorgestellt haben dürfte, ja, dass man plötzlich einen Punkt jetzt vor dem Bayern liegt, das in der eigenen Hand hat. Also du könntest in ein paar Wochen mit deinen Kollegen zusammen, mit dem kompletten Team, mit Staff hinter dem Staff, die Meisterschale durch Dortmund rund um den Borsigplatz heben, schleudern, was auch immer euch dann einfallen würde. In der jetzigen Situation, 2 Auswärtsspiele noch, schwierig, 3 Heimspiele, läuft ja ganz gut zu Hause. Aber was ist jetzt für dich wichtig? Was sagst du auch als Kapitän der Mannschaft? Wie bleibt man jetzt dran? Ja? Wie holt man immer wieder diese Energie raus? Oder ist es auch mal zu sagen, ich muss mich mal ein bisschen abschotten, mal zu Hause, irgendeine andere Dinge tun, um eine gewisse Lockerheit auch zu haben? Also was ist jetzt in dieser alles entscheidenden Phase dieser Saison wichtig? Ja, wie du schon gesagt hast, also natürlich dran zu bleiben. Also wenn es jetzt noch Leute gibt, die daran nicht glauben, dann haben wir unseren Beruf falsch gewählt. Andererseits wissen wir, dass wir jetzt vor allem am Freitag in Bochum ein richtig schwieriges Auswärtsspiel haben. Aber ich glaube, in der Verfassung, in der wir uns gerade befinden, auch wenn wir vor 2 Wochen in Stuttgart da kein gutes Bild abgegeben haben, war unsere Rückrunde bis jetzt sehr, sehr gut. Haben eine sehr, sehr gute Punkteausbeute geholt, haben uns entsprechend auch weiterentwickelt, was man in der Hinrunde sehr, sehr stark bezweifelt hat. Aber ich glaube, jeder hat bei uns verstanden, um was es jetzt wirklich geht. Und wir müssen jedes Spiel, glaube ich, einfach so angehen, als wäre es das letzte. Und unser Hemd einfach wirklich auf den Platz lassen. Gar nicht so viel, natürlich schon dran denken, okay, was kann in 3, 4, 5 Wochen passieren? Wie schaut das aus? Weil es kann auch Energie freisetzen, wenn man sich alles mal vorstellt, wie das wäre auf dem Borsigplatz etc. Auch für die Fans. Und gleichzeitig zu wissen, dass es 5 sehr, sehr schwierige Spiele geben wird, aber wir alles eins nach dem anderen angehen müssen und nicht an Wolfsburg oder übernächste Woche Gladbach zu denken, sondern jetzt wirklich an Bochum zu wissen, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird, aber wir mit völligem Selbstvertrauen antreten können und ja, etwas Großes erreichen können. Das ist einfach so. Und dementsprechend lohnt es sich, dafür sehr, sehr hart zu arbeiten, immer. Und jetzt weiterhin noch mehr Gas zu geben. Vielleicht helfen die beiden Bilder auch so. Also für dich persönlich, ja, absolut, ja, so eine eigene Motivation, ja, und dann die weiterzugeben, auch an die Kollegen, du als Kapitän, nach dem Motto, ja, jetzt stehe ich kurz davor. Das ist lange her, habe ich viel für geopfert, hast du ja selbst gesagt. Jetzt Meister zu werden mit Borussia Dortmund, könnte ja auch nochmal so ein Impuls, nicht nur für dich, auch als Kapitän wirst du ja auch mal sicherlich deinen Kollegen lautstark sagen, Freunde, jetzt haben wir es echt in der Hand. Ja, absolut. Ich meine, viele wissen auch gar nicht, der letzte Pokalsieg durften wir leider ohne Fans feiern. Und viele wissen noch gar nicht, wie sich das anfühlt, wirklich um den Borsigplatz, um Dortmund rumzufahren. Und da sind, keine Ahnung, über 500.000 Menschen. Und es macht was mit der Stadt. Und das merkt man so langsam. Das hat man am Samstag gemerkt im Stadion. Und jetzt liegt es einfach an uns. Ich meine, wir sind immer sehr, sehr froh, wenn wir lautstark unterstützt werden. Aber am Ende entscheiden wir natürlich mit auf dem Platz. Und da gibt es jetzt einfach, glaube ich, nichts anderes als Feuer frei, Konzentration,
auf die einzelnen Spiele und dann bestmöglich natürlich eine Punkteausbeute holen, um am Ende dann halt die Schale hochhalten zu können. Vielen Dank. Wir haben also eine Sache haben wir auf jeden Fall gelernt. Tochter Reus hat das letzte Wort. Um sie dreht sich alles quasi. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit, für deine klaren Worte. Marco Reus hat seinen Vertrag verlängert um 1 Jahr bei Borussia Dortmund. Und ja, toi, 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 alles Gute für den Saisonendspurt. Danke, Marco. Dankeschön. Danke. Danke.